Moin liebe Community, heute haben wir euch was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich unser neues Homatic IP Wired. Vielleicht ganz kurz zu mir, ich bin Holger, mit dabei. Ich bin Sebastian. Genau, und gemeinsam mit euch wollen wir uns heute mal anschauen, was wir denn da alles so für euch auf den Markt gebracht haben. Homatic IP Wired ist, ja, viele von euch haben sich damit noch nicht beschäftigt, eigentlich ein System für die Hutschiene, das heißt für die Elektroverteilung. Anders als ihr es bei den Funksystemen kennt, muss man hier tatsächlich in der Elektroverteilung diese Module einbauen und hat dann die Möglichkeit, darüber jedes Licht, jede Steckdose oder aber auch jeden Roller anzusteuern. Zusätzlich sollte man dann aber auch im gleichen Atemzug jeden Taster, den man im Haus verbaut hat, ebenfalls auf ein solches Modul ziehen. Das heißt, letztendlich hat man jeden Taster, jedes Licht, jede Steckdose in die Elektroverteilung zu ziehen, genau, und hat dann aber auch jede Freiheit, jede mögliche Flexibilität, sodass ich zum Beispiel sagen kann, ein Taster, den ich unten im Wohnzimmer platziert habe, soll zukünftig einfach irgendwann ein Licht oben im Badezimmer schalten oder im Schlafzimmer oder aber im Dachboden. Ja, das ist eine einzige Frage der Programmierung, weil alles zusammen in der Verteilung platziert ist. Ja, vielleicht magst du uns mal ein bisschen was zu den einzelnen Modulen sagen. Womit muss ich denn überhaupt starten bei Homatic IP Wired? Gerne. Also, die Basis, die wir immer haben müssen, ist unser Homatic IP Wired DRAP, DIN Rail Access Point, das ist die Abkürzung DRAP, die wir da nehmen. Der stellt quasi die Verbindung her, entweder wenn wir das Ganze an der Cloud betreiben, zwischen der Cloud und unserem Drahtbus oder aber auch zwischen der CCU3 und unserem Drahtbus, sodass wir dann von hier aus die einzelnen Aktoren und Module erreichen können. Das heißt, vom Prinzip wird dieser DRAP, man könnte auch Access Point dazu sagen, DIN Rail Access Point ist die genaue Bezeichnung, wird per Netzwerkkabel angeschlossen, ja, kann man hier ganz gut erkennen. Und von dort ausgehend habt ihr dann zwei Busanschlüsse. Das heißt, man nimmt sich eine Busleitung, bei jedem Modul ist immer eine dabei, ich nehme jetzt mal eine andere, steckt die einfach in den Busanschluss hinein und geht von diesem Anschluss auf das nächste Modul über. Ja. Denkt auch daran, dass ihr eine Spannungsversorgung benötigt für dieses Modul. Das heißt, einerseits Netzwerkanschluss dran, 24 Volt Spannungsversorgung, am besten von einem stabilisierten Hutschienennetzteil und dann per Busleitung von Modul zu Modul zu Modul weiter. Genau. Und für dieses Springen von Modul zu Modul haben wir auch standardmäßig dieses kurze Verbindungskabel bei jedem Modul dabei. Also um die Module, 2 Stück untereinander zu verbinden, bekommt ihr die Leitung immer direkt mitgeliefert. So ein Highlight des Ganzen ist, wenn ihr beim letzten Modul angekommen seid. Ja, gehen wir mal hier oben diese Reihe nach lang. Beim letzten Modul seid ihr angekommen. Könnt ihr von hier über den zweiten Busanschluss am Gerät, jedes Gerät hat 2 Busanschlüsse, wieder zurückgehen zum DRAP, zum DIN Rail Access Point. Und dann habt ihr einen geschlossenen Ringbus gebaut. Das heißt für uns, wenn irgendwo mal eine Unterbrechung sein sollte zwischendrin in unserem Ring, ist es trotzdem gewährleistet, dass alle Geräte noch weiter erreicht werden können. Also das Ganze ist nochmal ausfallsicherer, weil wir das Ganze halt im Bus speisen können. Genau, das ist die sogenannte Ringtopologie, äußerst sicher, äußerst ausfallsicher das Ganze. Aber das soll nicht heißen, dass wir nicht auch mit einer Sterntopologie arbeiten können. Auch dafür haben wir eine Komponente dabei in unserem Homatic IP Wired Sortiment. Ist nämlich dieses kleine Modul, nennt sich FIO6. Genau. Ja, Flush Mount, Input, Output, 6-Kanal. Bedeutet vom Prinzip, ihr habt 6 Eingänge und 6 Ausgänge an diesem kleinen Modul. Das Ganze wird dann mit einer 4-Drahtleitung busmäßig einfach auf den DRAP gezogen. Also sternförmig letztendlich verkabelt. Und dann schließe ich hier zum Beispiel Taster oder aber auch Kontroll-LEDs dran an. Genau, das Modul kann 24 Volt LEDs mit seinen 20 Milliampere, die wir dort am Ausgang nutzen können, sehr gut treiben. Das funktioniert super. Ja, also ihr müsst tatsächlich nicht jeden Taster in die Verteilung ziehen. Ja, grundsätzlich beim Neubau kann man darüber nachdenken, aber wenn ihr sagt, ich habe da jetzt zum Beispiel eine Schalter- oder Tasterbatterie mit 6 Tastern in der Wand, dann genügt es auch, einfach eine Busleitung ausgehend von der Verteilung, 4 Drähte, zu diesem Tasterfeld zu legen, dort mit einer solchen Pille, mit solcher Anschlusspille zu arbeiten und dort dann einfach bis zu 6 Taster oder Schalter anzuschließen. Genau, um dann aus der Verteilung mal rauszukommen, dass man halt wirklich auf eine Busleitung gehen kann, mit der wir dann wirklich ins Gebäude springen, ist die oder was halt so üblicherweise genommen wird, gibt es von uns einen Adapter. Wir haben hier Klemmen, Push-Klemmen, in denen wir quasi eine 4-Drahtleitung anklemmen können und erhalten auf der anderen Seite unseren Steckanschluss, mit dem wir dann ganz einfach wieder
in unsere Busleitung eingreifen können. Auf das Modul dann wieder gehen können. Genau, richtig. Ja. Ja, also 2 Topologien sind möglich. Ringbus-Topologie für maximale Ausfallsicherheit und Sterntopologie zusätzlich, um dann beispielsweise abgesetzte Taster einfach nur per Busleitung zu adressieren. Genau, ja, richtig. Schön. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns mal neben den DIN Rail Access Point nochmal die anderen Module an. Ja, genau. Ich würde sagen, wir beginnen einfach hier rechts daneben mit dem DRD3. Das ist ein 3-Kanal-DIMM-Aktor. Bedeutet, ihr könnt hier bis zu 3 DIMM-Kreise anschließen. Maximale Belastbarkeit 200 Watt pro Kanal. Bei LED-Beleuchtung bitte aufpassen, da gibt es eine Limitierung. Genau, durch die hohen Einschaltströme bei LED-Leuchtmitteln ist das Ganze auf 100 VA limitiert. Genau, richtig. Dann haben wir daneben unseren DRBL4, das ist der Blind Actuator, also Rollladen- oder Jalousieaktor, können wir auch dazu sagen. 4 Ausgänge liefert dieses Modul. Genau. Und ihr könnt frei entscheiden, ob daran Rollläden, Jalousien oder aber auch Markisen angeschlossen werden sollen. Jeder einzelne Kanal kann frei gewählt werden. Genau, da ist man von vornherein nicht festgelegt, dass alle 4 das eine oder das andere machen müssen. Ja, was wir vielleicht schon mal erwähnen können bei diesen beiden Modulen, es sind reine Ausgangsmodule. Ihr findet keine Möglichkeit, Taster oder Schalter daran anzuschließen. Ja, also bei Homatic IP Wired gibt es eine klare Trennung zwischen Eingängen und Ausgängen und das sind reine Ausgangsmodule. Die Eingangsmodule, wir haben da das DRI16, das 16-Kanal-Eingangsmodul und hier können wir frei beliebig alles Mögliche an Kontakten, was potenzialfrei ist, anschließen. Taster, Schalter, Magnetkontakte, alles Mögliche ist dort anschließbar. Wem dann die 16 Kanäle noch nicht reichen, wir haben noch ein 32er Modul, das ist eins weiter rechts, DRI32, dort haben wir dann halt entsprechend 32 Eingänge. Eine Besonderheit von diesen Modulen ist, dass wir hier eine Korrosionsschutzfunktion drin haben. Das heißt, wenn man konventionelle Schalter anklemmt, da hat man bei unserer Niederspannung, mit der wir hier arbeiten, Probleme, dass die Kontakte korrodieren. Wir schicken in unregelmäßigen Abständen einen Stromimpuls drüber und erzeugen so ein Freibrennen dieser Kontakte, so dass diese Schalter länger in Funktion bleiben. Das ist eine super geniale Sache. Ja. Kann ich natürlich deaktivieren für Magnetkontakte, wo es nicht benötigt wird. Genau. Richtig. Ja, das sind die Eingangsmodule. Ja, also die würdet ihr in jedem Fall noch benötigen, um überhaupt generell dann die Aktoren, die Ausgänge auch ansprechen zu können. Und wir haben auch noch für euch natürlich ganz klassische Schaltaktoren. Einmal einen 4-Kanal-Schaltaktor und einen 8-Kanal-Schaltaktor. Vielleicht magst du dazu auch noch was gerne. Also, wir haben hier jetzt komplett potentialfreie Kontakte, Schaltkontakte. Bei dem DRS4, was wir hier vorne rechts sehen, ist es so, dass wir 4 potentialfreie Schaltkanäle haben, mit denen wir volle 16 Ampere schalten können. Ist gar kein Problem. Wir haben zusätzlich noch ein Modul mit 8 Schaltausgängen. Da ist es allerdings so, dass wir entweder mit allen 8 Kanälen maximal 10 Ampere schalten können oder aber auf 2 Kanälen 16 Ampere schalten können und auf den restlichen Kanälen 8 Ampere schalten können. Das ist das, was man hier bei dem Modul beachten muss. Vielleicht noch als Besonderheit für die Elektriker unter euch, wir können hier tatsächlich mit allen 3 Außenleitern draufgehen. Ja? Genau. 400 Volt fest, ja, ganz genau, richtig, genau. Potenzialfrei das Ganze und intern von den Abständen so gewählt, dass man dreiphasig das ganze Gerät betreiben darf. Ja? Tatsächlich eine schöne Sache. Denkt aber natürlich dran, das ersetzt kein Sicherungsautomat. Also innerhalb der Verteilung habe ich natürlich vor dem Modul zunächst einmal einen Sicherungsautomat zu setzen und vom Sicherungsautomat geht es dann in das Modul hinein und vom Modul direkt auch wieder raus zum Verbraucher. Genau. Wir sehen bei den ganzen Modulen, überall ist ein schönes kleines Display verbaut. Die haben unterschiedliche Funktionalitäten, wir haben auch überall 2 Tasten verbaut. Bei den Ausgangsmodulen haben wir einen super Vorteil dadurch, dass wir mit der Select-Taste auf dem Display dann sehen können, welchen Kanal wir ausgewählt haben. Den können wir durchklicken und mit der Select-Taste können wir dann diesen Schaltbefehl ausführen. Das heißt, wir müssen gar keine Konfiguration haben, wir können das Ganze so einfach schon mal ohne irgendeine Konfiguration vor Ort in der Verteilung schalten. Bei den Eingangsmodulen ist es so, dass wir dort eine Anzeige bekommen, ist dieser Eingang beschaltet oder ist dieser Eingang nicht beschaltet, können aber auch hier, wenn wir dann was am Einrichten sind, mal einen simulierten Tastendruck ausführen. Also das ist wirklich eine tolle zusätzliche Funktionalität bei diesen Modulen.
Ja, ihr fragt euch jetzt sicher, was ist denn, wenn ich jetzt das Homematic IP Wired System komplett verbaut habe und mir dann auffällt, ich habe da irgendwo noch einen Taster vergessen, um ein Licht ein- oder auszuschalten. Holger, willst du uns mal erklären, was man da machen kann? Grundsätzlich würde man jetzt in einem klassischen Bussystem darüber nachdenken, ich muss die Wände wieder aufstemmen, ich muss zusätzliche Leitungen legen und da haben wir einen echten Vorteil. Ich kann nämlich tatsächlich, ich greife hier einfach mal nach rechts rüber, einen solchen Funkwandtaster mitnehmen, irgendwo platzieren, wo auch immer ich möchte und damit einen x-beliebigen Aktor aus dem Drahtbussystem, aus dem Homematic IP Wired System ansprechen. Ja. Okay, das ist eine coole Funktion. Also so seht ihr auch einfach, es ist weiterhin genauso flexibel, wie es ihr bei uns aus der Funklösung schon kennt. Ihr könnt Funk und Wired einfach kombinieren. Das ist eine richtig geniale Sache. Ja, also generell einbindbar das Ganze. Ab sofort mit der CCU3 können wir alle Homematic IP Wired Geräte einbinden, anlernen und auch kombinieren mit den Funkkomponenten. Genau, und die Cloud-User, die mit dem Homematic IP Access Point arbeiten, die müssen sich noch etwas gedulden. Da werden wir euch aber auf den Laufenden halten, ab wann dort die Kommunikation zwischen den Systemen möglich ist. Ja, gerne würden wir für euch nochmal die Highlights des neuen Homematic IP Wired Systems zusammenfassen. Ja, also beginnt natürlich damit, dass ihr hier wahnsinnig viel Schaltaktorik für einen geringen Preis erhaltet. Ja, denn tatsächlich haben wir bis zu 8 Ausgänge in einem Modul und ihr benötigt nicht 8 Unterputzaktoren dafür. Oder 32 Eingänge. Oder 32 Eingänge, ganz genau. Das ist Wahnsinn. Ja, also insofern da schon mal definitiv ein echtes Highlight. Zweites Highlight würde ich ganz klar sagen, für die Installateure unter euch, ihr könnt das System im Büro vorbereiten. Ja? Einfach anschließen, 24 Volt, die Busleitung verdrahten und dann einfach im Büro die Konfiguration vornehmen, eventuell auch beispielsweise in Kombination mit Funktastern. Genau. Das ist ein super Vorteil. Und wir haben auch die Unterputzpille, mit der wir das Ganze auch dezentral und nicht nur in der Verteilung nutzen müssen, sondern auch weiterhin, wie gewohnt, unsere Schaltbatterien an den Türen, die vielleicht schon vorhanden sind, die man vielleicht austauschen möchte, weiterhin nutzen. Genau, denn sonst müssten wir ja tatsächlich bei einer 6er-Tasterbatterie bis zu 7 Leitungen hinziehen, ja, mit Masse. Und auf so ein Modul ziehen. Hier haben wir nur bis zu 4 oder nur 4 Leitungen zu ziehen, nämlich die Busleitung. Ganz genau, sehr schön. Ja, da sind wir eigentlich auch schon nochmal wieder gleich beim Thema. Hier dezentral, du hattest es gerade schon angesprochen. Generell in der Verteilung arbeitet ihr natürlich mit einem Ringbus. Ihr könnt aber natürlich auch eine solche Pille als Ringbus oder im Ringbus mit einbauen. Auch die Möglichkeit besteht. Ja? Genau, richtig. Ringbus bedeutet in dem Fall maximale Ausfallsicherheit. Das heißt, wenn ihr irgendwo mal eine Trennung der Busleitung habt, das System läuft vollumfänglich weiter. Ja, durch diese Kombination, die wir euch eben auch schon erwähnt haben, Funk mit Wire zu lösen. Wir haben ja auch unheimlich viele Funkkomponenten. Das Ganze könnt ihr beliebig erweitern. Da sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Ich meine, wir haben Bewegungsmelder, Präsenzmelder. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Ja? Gerade in Kombination mit Schaltaktoren. Die Raumbeleuchtung. Genau, die Raumbeleuchtung einfach. Super. Euer Licht anbinden an ein DRS4, DRS8. Ich meine, jeder kennt's. Man geht in einen Raum und am nächsten Morgen stellt man vielleicht fest, man hat den Raum am Abend vorher verlassen und das Licht angelassen. Muss einfach nicht mehr sein. Wir können das Ganze einfach kombinieren. Das ist genial. Genau. Ja, also alle Funkkomponenten frei kombinierbar mit den Drahtbuskomponenten Homematic IP Wired. Ja, ich denke, ihr werdet jetzt ganz, ganz viele Fragen zu Homematic IP Wired haben. Lasst uns dazu gerne diese in den Kommentaren stehen. Stellt uns weitere Fragen, Anregungen, all das, was wir bis jetzt noch nicht geklärt haben, hier in unserem kleinen Video. Alternativ würden wir sagen, besten Dank fürs Zuschauen, viel Spaß weiterhin mit Homematic IP und bis zum nächsten Mal.